Herzlich willkommen zu den Biolympics 2023. Dieses Jahr sind wir in der Gastgeberstadt Hilden, wo Team Langenfeld und Team Hilden zum zweiten Mal aufeinandertreffen werden. Bei den Biolympics treten zwei Teams mit den besten Spielern ihrer Städte in 4 Disziplinen gegeneinander an. Diese sind Flunkyball, Flip Cup, Bierpong und die Königsdisziplin, der Biathlon. Es wird wieder um die große Ehre gespielt, diesen Pokal mit nach Hause zu nehmen. Letztes Jahr hat das Team Langenfeld geschafft. Aber wird das dieses Jahr auch so sein? Um dies näher zu beantworten, sprechen wir jetzt mit einem Experten. Letztes Jahr war er noch hautnah mit dabei, aber dieses Jahr kann er uns einen Einblick in die Mentalität der Spieler geben. Lars, danke, dass du mit dabei bist. Sehr gerne, ich freue mich. Was meinst du, wie wird das dieses Jahr ausgehen? Letztes Jahr war es klar, dass Langenfeld gewinnt, gerade auch weil ich dabei war. Aber dieses Jahr bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich tendiere immer noch zu Langenfeld, aber es gab viele Wechsel, auch kurzfristige Wechsel. Und Hilden, ich weiß es nicht. Was ich da im Hintergrund gehört habe, ist mentale Probleme. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Dieses Jahr gibt es eine neue Disziplin. Flip Cup wurde hinzugefügt, Rage Cage wurde rausgeworfen. Was meinst du denn, was ist denn die wichtigste Disziplin dieses Jahres, abgesehen vom Biathlon? Ich denke, die wichtigste Disziplin wird das Bierpong sein. Das habe ich gehört, ist dieses Jahr auch an 3. Stelle, letztes Jahr war es an 2. Da kann das nochmal sehr spannend werden, vor allem wenn es vorher 1-1 ausgeht. Ja. In Team Langenfeld gab es dieses Jahr 2 Spielerwechsel. Du, aka Lars, aka Coach und der Tank Jörn sind ausgetreten. Und wer an eure Stelle getreten ist eben erst bekannt geworden. Und das gucken wir uns jetzt einmal an. Team Langenfeld besteht aus Philipp, Lukas, Manuel, Neuzugang Justus, Team Captain Leon und zum ersten Mal in der Biolympics-Geschichte eine weibliche Teilnehmerin, Chiara. Sehen wir uns doch mal unser Gastgeberteam an. Team Hilden besteht aus Jakob, Tillmann, Tom, Simon, Nico, und der Team-Captain Chuck. Dann werden wir uns jetzt mal die erste Disziplin angucken, Flunkyball.
Ja. Oho, was höre ich denn hier? Sind wir fertig etwa? Ja, das leer. Zeig mir hier mal darauf deinen Pegel. Ganz solide am Anfang. So, Jakob, zeig mir mal hier dann deinen Pegelstand. Ja, ich würde noch sagen, sehr niedrig. Waren ja nur 2 Bier. Und wie fühlst du dich jetzt nach dem ersten Sieg? Gut, letztes Jahr hatten wir das ja nicht. Ist ein neues Gefühl, ist top. Da du mich gerade so spontan fragst, würde ich mal spontan auf 4 gehen, ja. Wie fühlst du dich denn jetzt nach der ersten Niederlage? Das sitzt tief. Wir haben 2 Runden mehr verloren, als wir eigentlich wollten, den ganzen Tag. Aber jetzt, Flip Cup wird unser Ding. Ich habe schon gehört, die haben Angst, wirklich. Die so, ein Bier, wir schaffen kein Bier. Ist nicht, ein Bier. Das wird gut. Super, dann bin ich gespannt. Hinten ist die Ente fett, ja? Danke. Dann gucken wir uns jetzt mal das nächste Spiel an. Flip Cup. Wo läuft denn das Bier hin? Das ist leer. Ja! Wir haben mehr Schaum. Schauen wir mal Schaumvergleich werden zu Chat Rap. Das war leer. Wieder aber kaputt! Weg damit denn! Donna Promilla! Ja! Jetzt aufgesprungen! Ja! Also bei mir war mehr. Ja, komm! Mit beiden Händen aber. Babu! Lukas! Komm! Los, weg damit denn! Boah, und wieder ziehen! Und wieder ziehen! Taktische Absetzer! Ein! Ja, geil! Oh, ey! Koma, gut! Ja, schau, bis gleich. Nico, was ist los? Hey! Der schafft das nicht. Ihr habt jetzt zum ersten Mal gewonnen, Flip Cup. Wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich echt gut, weil eigentlich haben wir gedacht, wir gewinnen hier alles. Hat halt leider nicht so geklappt, wie ich es wollte. Aber jetzt sind wir wieder auf alter, gewohnter Qualität. Und wir hoffen, dass wir das jetzt hier 2-0 wegmähen. Bierpong, muss man sagen, das kann ich echt euch schon mal sagen, exklusiv. Bierpong haben wir geübt. Rauf und runter. Wenn das kein Stomp wird, weiß ich auch nicht. Haltet hier alle Kameras drauf. Bab. Bierpong wird gefährlich. Wie habt ihr euch denn heute Morgen vorbereitet? Gab es ein Frühstück wieder? Klar, gab ein dickes Frühstück. Olivenshots en masse. Was ich empfehlen kann, ist was zum Nachspülen. Langenfeld auf 3. 3 zu 1. Langenfeld. Echt lecker. Ey, aber ich schwöre, das ist lecker, ne? Das ist echt lecker. Nein, aber der geht ab. Das war der Hammer. Da kann ja gar nichts schief gehen. Ja, ich habe ein bisschen Angst um den Lauf. Den haben wir leider nicht so viel trainiert. Und Hilden macht auch einen fitten Eindruck. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt 2 Disziplinen gewinnen, werden wir schon einen guten Vorteil uns erarbeiten und das dann machen. Ich wünsche euch viel Glück. Danke sehr. Die Plätze, fertig?
Jakob hat einen Zug wie die Deutsche Bahn, immer zu spät. Oh! Wie sieht's jetzt aus, Chuck, nach der ersten Niederlage im Flip Cup? Ach, war doch gar nicht so schlimm. Ich meine, Flunkyball war sehr eindeutig. Ich glaube, nur Justus hat getroffen und der hat 3 Flaschen gesehen. Das ist halt keine gute Quote für die anderen und jetzt war enorm knapp. Klar, verloren, aber ich glaube, Druck haben wir aufgebaut. Deswegen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Wie klappt's mit dem Trinken, Jakob? Wie sieht's da aus? Also, I prefer not to speak. Schwierig alles, sehr schwierig. Was sagst du als Team-Captain dazu, Chuck? Du bist ja jetzt neu in deinem Amt, ne? Genau, das war halt eigentlich mehr oder weniger ein logistisches und ein Platzproblem, weil bei Simon wächst der Bizeps halt noch schneller als bei Leon der Bauch. Und dann war das mit der Binde halt einfach ein Problem. So dann habe ich halt das Amt übernommen, weil das hat dann so ungefähr hingehauen. Ich bin stolz, hat geklappt. Ich glaube, das, was teilweise an trinkerischer Qualität nicht gepasst hat, hat dann an Fingertechnik gepasst. Und deswegen, sowohl bei Bierpong als auch gerade beim Laufen, da sind wir fit. Wenn ich mir Langenfeld angucke, dass die überhaupt gerade ausgehen können, so, da mache ich mir keine Sorgen. Das gewinnen wir. Pegelmeter, wo seht ihr euch? Oben voll besoffen, unten nüchtern. Da? Zeig mal. Ja, so knapp unter der Hälfte. Interessant, okay. So ein Drittel. Ja, ich würde sagen hier unten. Also Also auch ein gutes Drittel. Das ist ein gutes Drittel. Das ist ein gutes Drittel. Ausnahmsweise kaufe ich das, ja, ein Drittel. Ein Drittel. Also ich meine, ich habe jetzt... Ich meine, es war auch erst die zweite Disziplin. Nee, warte, wie viel Bier haben wir jetzt drin? 5? 6? Also ich würde bis jetzt sagen wir mal hier. Also ich bin schon dabei, aber es ist ja noch in keiner Gefahr oder irgendwas. Das sieht eigentlich ganz gut aus. 5 gesagt. Ja, 5. 5. 5. Ja, also wir sagen, wir haben 5 drin. 12 ist voll in Ordnung. 12 ist Maximum. Ja, für Hildner ist das halt Maximum. Für mich vortrinken. Wie fühlst du dich denn jetzt nach dem ersten Sieg? Das war sehr gut. Also die Disziplin hat wirklich Spaß gemacht. War ein sehr knappes Duell. Philipp hat da wirklich gut abgerissen. Nochmal in der Klatsch-Time. Hat einfach Spaß gemacht und natürlich mit einem Sieg in die Pause zu gehen ist immer gut. Jan, also du bist ja dieses Jahr verletzt und kannst nicht mitmachen. Ja, leider. Wie fühlst du dich denn jetzt trotzdem mit dabei zu sein und nur am Seitenrand dein Team zu supporten? Ich versuche mein Team zu unterstützen. Ich bin trotzdem sehr gebrochen, aber ich muss sie trotzdem unterstützen. Wie sieht da deine Unterstützung aus? Team Hilden ausbuhen und unser Team anfeuern. Dann schauen wir uns jetzt mal Bierpong an. Ja, es wird ein Win. War noch ein Becher? Aber dann wird Lukas halt Wecker! Wild crowds looking good.
das scheiße. Digga, das war ein Siegerbier. Aber der Pokal ist noch ganz. Ihr wisst, wir haben keine Reserve. Scheiße. Wanna fall into ya, make me wanna shout it out like a hallelujah. 'Cause times like these don't come and go. But 2 hearts in a billion, singing hallelujah. Hey, there's something in the air tonight, way up in the blaze of gold. Hey, there's something in the air tonight. Say, I feel it in the sky above, way down in the waves below. Hey, I feel it in the sky above. Why don't we call it love? Also das Wetter hat nicht so richtig mitgespielt und es regnet so sehr. Aber wir haben trotzdem Bierpong gespielt. So, und es steht jetzt 3-3. Was sagst du dazu, Leon? Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen alles. Aber na gut, steht halt jetzt 3-3, machen wir spannend. Gewinnen werden wir es trotzdem, keine Frage. Jakob, wie fühlst du dich gerade? Also ich fühle mich natürlich sehr gut. 2-1, gerade die Runde. Und Regen ist natürlich unser Spezialgebiet. Da holen wir jetzt alles. 3-0. Und dann wird Team Langenfeld im Lauf auch noch verlieren. Das ist eine starke Ansage. Ich bin sehr überrascht, dass Jakob noch nicht schlafen gegangen ist. Auch beim ganzen Regen. Ich schwöre, ich könnte ihn auch im Regen einfach schlafen sehen, wie letztes Jahr. Man sieht auch mittlerweile von beiden Teams jeweils einer am Boden. Ja, der andere Muss ist ja ja auch aufgestanden. einmal Kamera bitte auf die beiden Angeschlagenen. Jakob macht einen Powernap. Können wir ein Dächerhaus um ihn bauen? Lass mal probieren. Leon, dran, Leon. Es geht los! Leon, bleib drauf. War sehr, sehr spannend. Justus und ich müssen gegen Jakob und Nico antreten. Das müssen wir gewinnen und dann hoffen wir, dass ein anderes Team von uns auch noch gewinnt und dann haben wir Bierpong für uns entschieden. Team Langenfeld hat beim Bierpong gewonnen. Das heißt, sie stehen jetzt mit 2-1 in Führung. Flip Cup, Bierpong und Flunkyball waren die Minigames. Das heißt, jetzt kommt die Königsdisziplin, der Biathlon. Kannst du uns mal kurz erklären, wie jetzt die Vorgehensweise ist? Ja, gerne. Also die Strecke geht um den Menzelsee. Beide Teams müssen einen Bierkasten haben. Der muss mitgetragen werden mit dem Bier drin. Da Langenfeld ja 2 Spiele gewonnen hat, dürfen 4 Biere bei denen weggemacht werden. Hilden hat 2 Biere weniger als ein Bierkasten. Genau, und dann geht so ungefähr 4 Kilometer, glaube ich, um den See. Und wer dann zuerst im Ziel ist und alle Biere aufgetrunken hat, der ist der Sieger von heute. Okay, wir sind gespannt. Dann schalten wir jetzt mal zum Biathlon. Jeder ein. Lassen sich das Also wir auch. Los! Team Hilden am Vormarsch, Live-Reporter Tillmann aus dem Office. Hier an den Schnitt. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ey, das ist doch die Hälfte ausgeschüttet. Jetzt haben wir wieder Lars und CT gleich eingeholt. Im Schnitt bitte hier einfügen.
Tillmann gleich Ehrenmann für die Kameraverfolgung. Gleich Herzstillstand. Krieg ich ein Woo! Kann auch nicht mehr. Komm, wir schaffen das, Leon. Leon! Angriff! Lieber nur noch zwei, nur noch zwei. Eine noch. Langfelder, versammelt euch! Die letzten zwei! Bau! Wir gewinnen das. Noch mehr am Ende als wir. Ich würde sagen, den Challenge gewonnen.